So, ich glaube, jetzt schaffe ich es endlich mal, das Video über meinen Gimbal zu machen. Werde ich noch scharf heute? Ja. Ich hoffe, man versteht mich, obwohl es ein bisschen Wind ist, ein bisschen windig und ein paar Leute hier rumlaufen. Aber das sollte schon gehen. Also jedes Mal, wenn ich irgendwo filme, dann werde ich auf meinen Gimbal angesprochen. Vielleicht mal grundlegend erstmal, was ist ein Gimbal? Ist eigentlich ganz einfach, ist ein 3-Achsen-Stabilisierungssystem für die Kamera oder Schwebestativ. Also 3 Achsen horizontal, dann noch also Pan-Tilt und so weiter. Ich werde es gleich mal zeigen. Das Ganze funktioniert über Akku. In Anführungsstrichen früher gab es diese Glidecams, Schwebestative. Das ist quasi auch ein Schwebestativ hier. Müsste mal ein Foto von mir rauskramen mit der Glidecam HD 2000 oder 4000, was wir da hatten damals. Das ist quasi modern, übertrieben gesagt. Also Glidecams haben immer noch ihre, eine Glidecam ist ja die Marke. Ihr wisst, was ich meine. Die Glidecams haben immer noch ihre Daseinsberechtigung. Die kommen ohne Akkus aus. Hier und da bei Gimbal ist man halt immer an die Akkus gebunden. Für mich persönlich funktionieren Gimbal aber besser, weil sie meistens kompakter sind, weil man keine Gegengewichte braucht. Sie sind leichter auszubalancieren, beziehungsweise selbst wenn sie nicht so hundertprozentig ausbalanciert sind, funktionieren sie trotzdem sehr gut. Meistens, wenn die Motoren stark genug sind, man verliert dann halt bloß Akkuleistung, weil dann die ganze Zeit irgendwie gegengehalten werden muss. Genau, also welchen Gimbal habe ich hier? Ich habe den DJI Ronin M. Der sieht, wenn er geliefert wird, anders aus. Also fangen wir so an, wie er jetzt ist. So transportiere ich ihn immer. Es ist einfach 2 Klettbänder und dann ist die ganze Sache safe. Weil das größte Problem beim DJI Ronin M ist, oder beim Ronin noch schlimmer, weil da gibt es diesen Rundumgriff nicht, dass man immer diesen Ständer, diesen Montageständer quasi theoretisch mit dabei haben muss. Oder man stellt den Ronin dann direkt auf den Boden, was man eigentlich nicht so machen sollte. Und dann ist es eigentlich auch echt schlecht, den auszutarieren, geht eigentlich gar nicht. Also, wir haben den Ronin M hier. Das ist eigentlich nur dieses kleine Stück. Da drauf die Kamera, ich werde es gleich mal auseinanderklabüstern. Und da drumherum habe ich diesen Ronin Grip. Den gibt es offiziell von DJI, aber komischerweise nur für den Ronin M, obwohl bloß der Rohrdurchmesser ein anderer ist beim Ronin. Ich hoffe, man hört mich, es ist relativ laut hier gerade. Und das Gute an diesem Griff ist, dass man sonst immer über der Kamera halten muss, bei dem Standardgriff. Da ermüdet man sehr schnell. Und hier kann man die Griffposition schön variieren. Das macht sich wirklich gut. Einziger Nachteil ist, wenn man jetzt zum Beispiel Autos filmt, man will wirklich bodennah filmen, dann ist das Ganze mit dem eigentlichen Griff besser, weil man weiter runterkommt. Hier hat man halt noch so viel Platz, den man sonst, also man kann eigentlich sonst die Kamera direkt auf dem Boden fast schleifen lassen, geht hier aber auch. Klar, sieht man glaube ich auch in einem meiner Vlogs, werde ich auch nochmal hier vielleicht zeigen. Einmal die 2 Schrauben hier lösen und schon kann man das Ganze ab hier abheben. Auch wenn Monitor und so weiter dran sind. Monitor und Mikrofon meine ich. Genau, ich werde mal zeigen, wie schnell der Start klar gemacht wird, weil das ist sonst immer das Problem beim Montageständer. Das sind eigentlich bloß die Klettbänder hier. Zack. So, jetzt gerade ist er ziemlich schlecht austariert. Ist relativ empfindlich immer, je nachdem, welches Kabel gerade lang geht und wie der Monitor ausgeklappt ist. Aber ich kann jetzt mal gut zeigen, was ich meine mit dem Vorteil gegenüber der Glidecam. Selbst wenn er jetzt so schlecht austariert ist und ich ihn einschalte, sollte er trotzdem im Groben und Ganzen funktionieren oder gut funktionieren. Bloß der Akku würde jetzt halt nicht so lange halten. Also nochmal grundlegend, der Gimbal, der
gleicht alle möglichen Bewegungen aus. Ich kann es ja mal zeigen. Der macht eigentlich nur, dass das Ganze verwacklungsfrei wird. Und jetzt schmeißen wir den Rest mal an. Dann gehe ich nämlich mal auf die ganze Peripherie ein, die ich hier so dran habe. Also das Rig als Gesamtes mal anschauen hier. So, wie gesagt, habe ich jetzt nicht austariert. Ich werde den Gimbal auch nochmal zeigen. Nur mit dem Montageständer werde ich mal ein Bild einfügen. So. Also was die meisten vielleicht... Ne, wir fangen oben an. Oben habe ich einen Small HD 701 Lite Monitor. Das Gute an diesem Monitor ist, dass der einen wirklich guten Betrachtungswinkel hat. Und also ich werde öfter mal angesprochen, das sieht ja so geil aus, was du da filmst und so weiter, von Leuten, die bloß sehen, wie ich filme, weil man das halt so gut sehen kann, wie man es vielleicht sieht. Das Schöne ist, der hat alle möglichen Funktionen und den kann man sich so konfigurieren, wie man es will. Das ist das Fenster jetzt, in dem ich eigentlich immer filme. Hier habe ich einmal den Tonpegel, damit ich immer sehe, ob ich das Mikro wirklich anhabe. Histogramm, Zebra sieht man jetzt gar nicht, weil, doch da habe ich die überbelichteten Bereiche, lasse ich mal anzeigen, und das, was rot ist, ist scharf. Und wie man sieht, werde ich eigentlich immer auf das Ding angesprochen. Publikumsmagnet. Und es ist übrigens keine Drohne. Ich werde öfter mal gefragt, ob es eine Drohne ist. Wenn ihr eine Drohne habt, die groß genug ist, hier ist ein Schnellverschluss. Ich muss mal wiegen, was das sind. Fernbedienung ist beim Wohnen M mit dazu geliefert. Also wenn ihr einen Okta oder Hexakopter habt, der das Gewicht tragen kann, könnte man den Wohnen M mit der Kamera auf jeden Fall ranpacken. Also anders macht es ja Freefly System auch nicht mit ihren Movie- und Alter-Serien. Aber jetzt nicht abschweifen. Genau, also das ist der Small HD 701 Lite. Wird oder befeuere ich zumindest mit Sony NPF Akkus. Nimmt aber auch Canon LPE6 Akkus. Habe ich mir noch ein anderes Fenster. Also der Monitor ist wirklich top. So ist das Bild, wie es aus der Kamera kommt eigentlich. So habe ich meinen Monitor, wie ich sonst immer filme. Hier habe ich einen LUT hinterlegt, falls mal jemand von den Auftraggebern sehen will. Also versetzt euch mal in die Lage des Auftraggebers, der vielleicht gar keine Ahnung hat. Im schlimmsten Fall filmt man einen Log, was total matsch ist. Dann kann man wenigstens hier mal rüberschalten und schon sieht man das mögliche Endergebnis, indem man das LUT dann drüber hat. Und hier, das finde ich ganz interessant, ist halt nur der 701 Lite. Das heißt, manchmal kommt er von der Helligkeit bei Extremlicht an seine Grenzen. Kann man aber trotzdem dann, selbst wenn es sehr hell ist, man schlecht drauf gucken kann, trotzdem gut nochmal sehen, ob das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Also das ist jetzt kein Wärmebild, sondern blau ist dunkel, rot ist hell. Quasi wie ein Histogramm komplett rübergezogen. So, also bei dem Ding, da brauche ich mal ein bisschen Schulung. Neues Future bei der Firmware habe ich noch nicht genutzt. Einziges Manko auch bei dem Monitor ist, dass er relativ schwer ist, aber er ist halt auch 7 Zoll groß. Ich glaube, ich muss vielleicht gleich mal cutten. Ich glaube, nach 10 Minuten cuttet die Kamera hier sonst automatisch. Ich versuche mal weiterzumachen. Neben dem Monitor haben wir hier das Mikrofon, was bald abgelöst wird, wenn dann das Rode VideoMic Pro Plus, also das neue, lieferbar ist. Das hier ist jetzt das Rode VideoMic Pro ohne Plus, genau. Finde ich sehr geil, mag ich sehr gerne eigentlich, weil man hier auf -10 und +20 dB schalten kann. Wirklich hilfreich. Das Blöde ist bloß, dass die Deadcat immer gerne mal über diese LED rutscht und schon filmt man mal ohne Ton. Das ist mir schon einmal passiert, echt ärgerlich. Gut ist diese entkoppelte Halterung und man sieht hier auch, wenn man daran rumwackelt. Das ist übrigens ein ganz billiger Halter, kostet irgendwie im 10er-Pack 5 €, kriegt man aus China, wirklich top. Aber ich freue mich trotzdem auf das neue Mikro, wenn es denn mal lieferbar ist, filmt auch. Das neue Mikro, das was mir am meisten freut an dem Nachfolger ist, zum einen geht automatisch mit an und zum zweiten nimmt er den zweiten Kanal -10 dB auf, dass man also ist ja mono, dass du nicht auf beiden Kanälen das gleiche Signal hast, obwohl du ja nur einen hast, sondern dass der links
die gewünschte Lautstärke ist und rechts ist dann 10 dB leise, dass man zur Sicherheit noch was hat. Das kleine hier auch dazu gekauft, das wird auch nicht mitgeliefert. Ja, stell mal scharf. Zu dicht dran, jetzt geht's. Ist nichts anderes als der Thumb-Controller für den Wohnen M. Es gibt für den Wohnen M, wie gesagt, eine Fernbedienung geliefert. Man kann ihn über den PC konfigurieren oder, ach, das zeige ich jetzt nicht, gibt es eine Handy-App und dann startet man einfach die App und dann kann man Einstellungen vornehmen. Das Blöde ist bloß, wenn man jetzt mal fix nur das Steady Shot, kann ich gleich mal drauf eingehen, zum Beispiel ausschalten will, dann müsste man jetzt die App starten. Und das denn, das wäre auf jeden Fall, man bräuchte schon ein paar Sekunden, um das mal so zu sagen, um das zu ändern. Und wenn man dann so wie ich immer alleine ist, macht hier schon blöd. Oh, ich habe Anti-Brumm vergessen. Und hier, den habe ich jetzt so eingestellt, dass man dann einfach mit Doppelklick quasi, nennt sich Shortcut, Steady Shot einstellen kann zum Beispiel, oder wie schnell der Steady Shot gehen soll. Ich kann hier auch ins Menü gehen, kann ich auch noch mal zeigen. Mache ich eigentlich bei jedem Start, wenn ich anfange zu drehen. Na komm schon. Jedes Mal, wenn ich, ach so, genau, vielleicht sieht man es ja, kann ihn ja auch steuern. Und jetzt stellt er natürlich wieder nicht scharf. Na komm, was ist eine Veranstaltungsstraße? Was ich eigentlich immer mache, ist, wenn ich starte, wenn ich einen Dreh starte, alles austariert ist, gehe ich hier nochmal auf Autotune und dann gucken mich mal alle an, weil er dann so eine Geräusche macht und vibriert wie blöde. Ja, dann kalibriert er die Motoren nochmal, der kalibrieren nicht, feintunt der Wohner nochmal die Motoren auf ein paar Gramm Abweichung. Das hat man es gerne mal, dass er so ein bisschen wackelt. Ja, genau. Wie weit sind wir jetzt? Genau. Der Akku ist der Standardakku beim Wohnen M. Der wird aber bald abgelöst von dem großen Akku. Den kann man da glücklicherweise reinmachen, weil die Akkulaufzeit ist mir ein bisschen zu kurz. So. Vielleicht ganz kurz zu den Kabeln. Das habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ich habe hier so ein Flachkabel, das ist schon eins von geschrottet. Ich muss mal hier eine Zugentlastung mir mal einfallen lassen. Flachkabel von Amazon, ich werde sowieso hier alles verlinken, mal unten in der Beschreibung. Flachkabel von Amazon, war ein Krampf mal eins zu finden, was hier unten an der Kamera richtig rumgewinkelt ist. Flachkabel soll auch keine Endlösung sein, weil sich, oh, das sagt man nicht. Soll auch nicht die endgültige Lösung sein, weil sich in dem Flachkabel auch gerne mal der Wind fängt und ich suche dann noch das richtige Kabel. Wenn ihr einen Tipp habt für ein gutes Gimbal-Kabel, dann sagt mal Bescheid. Das sieht ja cool aus. So, und welche Kamera habe ich jetzt dran? Das ist nichts. Also ich bin echt zufrieden mit der Kamera, aber auch die will ich nicht für immer und ewig behalten. Das ist die Sony Alpha 6300. Da ist jetzt derzeit drauf das 3518 von Sony. Ich habe bis jetzt immer mit dem 50 mm 1.8 gefilmt, aber jetzt bin ich auf 35er umgestiegen und werde das 50er auch verkaufen, denke ich mal. Also steht auch schon zum Verkauf. Meistens habe ich einen Haider ND-Filter drauf, aber auch den werde ich demnächst ersetzen durch, oh man sieht die Mücken, ne? Durch einen flexiblen Filter, der nur 180 € kostet. Mann, ey, das ist teuer. Aber anders geht's nicht. Ich glaube von B&W ist der sogar. Muss ich uns nochmal, verlinke ich auch nochmal. Genau. Gimbal, Kamera, das war's schon, ja. Wen es noch interessiert, der Wohnen M hat einen USB-Ausgang, über den lasse ich immer die Kamera laden, aber die ist trotzdem andauernd leer. Muss man gucken, ob ich das überhaupt mache oder ob ich das dabei belasse, weil ich glaube, also die Sony Alpha 6300 hat Überhitzungsprobleme und ich glaube, die werden auch noch gefördert, wenn ich jetzt noch die Kamera hier nebenbei lade. Und dann habe ich hier bloß noch ein Klinkenkabel mit Winkel, damit der Gimbal arbeiten kann, hoch zum Mikrofon. Jetzt kommen die Kiddies hier an, die schon eben auf dem Boot geguckt haben, ob das eine Drohne ist. Den Wohnen M Grip, also diesen Rundumgriff, den gibt es leider nicht mit Füßen. Also ich finde das so geil, dass ich den einfach so immer hinstellen kann, den Gimbal. Und das geht nur durch die Füße hier. Und die habe ich ganz frech von Freefly Systems. Das sind nämlich eigentlich die Füße vom
Prefly Systems Movi Pro. Und da muss man einfach bloß die kleinen, ich sage jetzt einfach mal Gnupsis, innen abflexen und schon passt das wunderbar hier rauf, wie man sieht. Benutze ich schon seit Monaten und die Dinger kosten selbst mit Steuer und Versand. Ich glaube, ich habe nicht mal 30 Euro für bezahlt. Also wirklich top. Und dann kann man ihn immer überall hinstellen, austarieren. Wenn man mal lahme Arme kriegt, kann man ihn einfach abstellen, den Wohnen. Also ich bin sowas von zufrieden. So, jetzt zeige ich das mal fix. Ich kann hier, oh Gott, Vorführeffekt. Ist kalt geworden. Ah, jetzt. Okay, also wenn ich jetzt ein Auto richtig auf den Boden nah filmen will, geht das auch. Jetzt muss ich jetzt nur diese beiden Schrauben hier lösen. Und dann geht das auch. Wieso wird denn der Timecode jetzt rot? Ja, darum. So. Komisch. Warum sind eigentlich diese Begrenzungen drin in den Kameras? Also von der Laufzeit hier. Egal. So, ist wieder fest. So, und dann kann es losgehen. Steady Shot ist übrigens, mit Steady Shot ist gemeint, ich hoffe ihr hört mich jetzt auch hier, im Hintergrund die Veranstaltung ist, dass ich der hat quasi so eine Art toten Winkel, der Wohnen. Und ab einem bestimmten Winkel verfolgt er dann meine Bewegung dann doch noch. Aber erst ab einer bestimmten Gradzahl quasi. Es gibt auch noch Autocenter, versucht er immer die Mitte ohne Totenwinkel quasi zu fokussieren. Und dann gibt es noch Steady Shot aus und dann kann ich quasi alles Mögliche machen und der bleibt immer stur geradeaus. Ja, der Wohnen M hat auch einen Silent-Modus, den habe ich ja eigentlich immer aus. Ich weiß nicht, wo hört man den jetzt? Also so laut ist der Wohnen, wenn er an ist. Ich weiß nicht, ob man es hört. Genau, also das war mein Rig, so nennt man es ja, ne? Der Wohnen M mit dem Grip und den Movi Pro Füßen. Ich hoffe, das hat euch gefallen und wenn ihr noch irgendwelche Fragen dazu habt oder ich ein paar mehr Videos über Equipment machen soll, dann sagt mal Bescheid. Ich werde jetzt vor den Mücken flüchten und abonnieren nicht vergessen und liken und wenn mich das nächste Mal jemand fragt, ob das eine Drohne ist, dann verweise ich genau auf dieses Video.